Die Geschichte Niederösterreichs lässt sich sehr weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. Sie zu erforschen, ist die Aufgabe der Archäologie. Und so hat sich die Fundstelle in das idyllische Weinviertel begeben, um dort die beiden Archäologen Felix Köstelbauer und Klaus Schindel bei ihrer Forschungsgrabung zu besuchen. Bei ihrer Arbeit werden die beiden tatkräftig von Amateurinnen und Amateuren unterstützt. Erfahrt nach dem Intro mehr über ihre Arbeit, ihre Fundstücke und ihre Entdeckungen. Wir befinden uns im südlichen Weinviertel, im Weinviertel Donauraum wird das auch genannt. Dieser Höhenzug, auf dem wir gerade sind, das ist die sogenannte Waschbergzone. Das ist eine geologische Einheit, bestehend aus mehreren Erhebungen, die eben an der Donau beginnen, am sogenannten Waschberg bei Stockerau, nachdem eben diese geologische Einheit benannt ist. Und es zieht sich wie eine gerade Linie nach Nordosten bis nach Tschechien. Das ist eben ein Gebiet, bestehend eben aus mehreren Erhebungen. Das sind kalkige Erhebungen, jurazeitliche Kalke, die sich in der Vergangenheit einmal raufgehoben haben. Und die sind sehr reich an Quellen. Es sind wirklich prominente Erhebungen im Vergleich zu dem recht flachen Umland. Und dieser Höhenzug war eigentlich seit der Urgeschichte immer ein beliebter Ansammlungspunkt für die Menschen. Das Gebiet hier ist, so wie alle Teile von Niederösterreich, wirklich knallvoll mit Archäologie. Es gibt hier einige besondere Fundorte, die mich besonders begeistern, hier in der sogenannten Waschbergzone. Das ist einerseits der Michelberg, gleich hier neben dem Braunsberg, und weiter nördlich der Oberleiserberg, der auch sehr gut erforscht ist. Hier auf dem Braunsberg gibt es Spuren sehr, sehr vieler Kulturen, Reste von möglicherweise ein paar paläolithische Einzelfunde, vielleicht ein bisschen was aus dem Mesolithikum, Neolithikum, wobei da die Funddichte sehr gering ist. Aber so richtig los geht's eigentlich hier ab der Hallstattzeit, scheinbar eher in einer jüngeren Phase der Hallstattzeit, also der hin zur späteren Eisenzeit. Wäre jetzt der Bewuchs weg und wir würden runterschauen in die Ebene, würden wir hier einige dieser typischen Weinviertler Lehberge sehen, eben diese aufgeschütteten Grabanlagen. Und in der Forschungsgeschichte war immer die Vermutung, dass der Braunsberg vielleicht ein Adelssitz gewesen sein könnte, derjenigen Personen, die eben unten in den Grabanlagen bestattet sind. Der Braunsberg hier sticht ein bisschen hervor zwischen diesen anderen Höhensiedlungen aufgrund seiner topografischen Situation, die anders ist als die anderen befestigten Höhensiedlungen, die ja wirklich markant auf Hügeln oder Bergen, von Bergen kann man da nicht wirklich reden, aber auf Hügeln liegen und wirklich eine markante, große Befestigungsanlage haben. Und der Braunsberg weist weder diese markante Lage noch eine große Befestigungsanlage auf. Also das ist vielleicht gerade dieses Rätsel, was den Braunsberg ein bisschen ausmacht. Was ist hier eigentlich passiert? Warum haben sich die Leute diesen Platz ausgesucht und nicht einen Hügel weiter, der schon leichter zu befestigen und zu verteidigen wäre? Also irgendwas muss hier besonders sein. Bevor man eine Forschungsgrabung beginnt, macht man in der Regel eine Voruntersuchung in Form eines Surveys oder einer Prospektion. Hier hat sich bewährt, dass wir ein geomagnetisches Survey gemacht haben. Da habe ich mit der Geosphere Austria kooperiert, der ehemaligen ZAMK, die ein neuartiges Messsystem ausprobieren, mit dem sie eine Echtzeitpositionierung ihres Messgeräts machen können. Und da haben wir ein erstes Messbild der gesamten Fläche auch bekommen. Und anhand dieses Messbilds, auch Magnetogramm genannt, haben wir dann entschlossen, welcher dieser Befunde, die wir eben auf diesem Magnetogramm sehen können, von Interesse wäre, eine Grabung zu machen. Letztes Jahr haben wir eben angefangen, dieses Grubenhaus hinter uns zu graben, weil wir eben im Magnetogramm eine sehr schöne rechteckige schwarze Struktur gesehen haben, die eben auf ein Grubenhaus oder eine Kellergrube hinweist. Und als wir dann angefangen haben, diese Grubenstruktur auszugraben, haben wir eine ziemlich massive, aschige Schutzschicht als erstes gefunden, die voll war mit sekundär verbrannter, also nachträglich gebrannter Keramik, die eben nicht gebrannt durch den eigentlichen Brennform
entstanden ist, sondern wirklich nochmal nachträglich durch Feuer, durch Hitzeeinwirkung noch einmal nachgebrannt ist. Ebenso haben wir aber auch in dieser Schutzschicht Reste von Bronzegussformen gefunden, was ein guter Hinweis darauf ist, dass hier oben eine Werkstatt zum Gießen von Bronzeartefakten bestanden hat. Wir haben dazu auch diverse Schlackereste gefunden, was auch weiter auf diese Werkstatttätigkeit hindeutet im Sinne von der Herstellung von Bronzeobjekten. Dann gibt es Einzelfunde aus der Frühgeschichte auch, also spätantike Funde. In der Gegend ist generell relativ viel spätantikes Material hier nördlich, für die Region nördlich der Donau bekannt. Wobei sich nichts dieser anderen Phasen tatsächlich im Befund bis jetzt zeigt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir bei den aktuellen, jetzt in der 3. Grabungswoche, ausschließlich wirklich urgeschichtliche Befunde aus der Hallstattzeit haben. Also der Bereich, in dem wir hier graben, das ist definitiv der Siedlungsbereich oder einer der Siedlungsbereiche in der älteren Eisenzeit. Und wir reden hier vom circa 7. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Wir sind jetzt am Schnitt 1 unserer Grabung hier am Braunsberg, befinden uns vor dem Grubenhaus, also das zumindest den Befund, den wir als Grubenhaus oder Kellergrube oder Werkstatt in einer Grube definieren. Das Ganze schaut so aus: Wir haben jetzt eine annähernde Nord-Süd-Ausrichtung, also von der Lage her. Und wie man jetzt im Befund sieht, zeigt sich gerade ein Podest. Dieses Podest ist womöglich das Podest einer Herdstelle. Wir wissen noch nicht, was es für ein Ofen war oder welche Art von Ofen, aber zumindest die Versiegelung durch die Aktivität, durch das Feuer ist gut sichtbar. Und rundherum ist jetzt vor allem noch verschüttetes, verstürztes Material. Ich nehme an, das rührt daher, nachdem das Haus nicht mehr in Verwendung war, hat man das Ganze einfach als Mistgrube verwendet. Und deswegen liegen hier auch wirklich fast halbe Töpfe drinnen. Also unglaublich viel Fundmaterial, das scheinbar wirklich alles hallstattzeitlich zuzuordnen ist. Und alles in allem ein unglaublich aufregender Befund für uns jetzt im Moment. So ein schönes Grubenhaus mit so einem schönen Erhaltungszustand, da kann man eigentlich nur träumen davon. Wir haben die jetzt in den Fels so eine schöne Grubenstruktur eingearbeitet. Eine Hypothese wäre eben, dass sie, als sie dieses Grubenhaus gebaut haben, eben eher großzügig in den Stein einmal eine große Grube eingeschlagen haben, danach mit Schalenbrettern diese rechteckige Form ausgelegt und dann zwischen Steinen und den Schalenbrettern dann einfach eine sandig-lehmige Schicht einverfüllt haben, dass man dann am Ende wirklich eine schöne rechteckige Grube im Fels drinnen hat. Ja, wir sind jetzt beim Freilegen der Versturzschichten, die nach der Aufgabe dieses Hauses eingefüllt wurden. Also es ist ziemlich viel Mist drinnen, eigentlich alles, was so an Siedlungsmaterial hier anfallen kann. Wir haben hier einen ganzen Sack Keramik schon herausgeholt. Immer wieder große Teile von vielleicht irgendwo zerbrochenen Gefäßen, die dann später hier entsorgt wurden. Das, was weiter oben ist, ist natürlich jünger, das, was weiter unten ist, ist älter. Und anhand der Funde, die ganz unten drinnen sind und vielleicht auch die eine oder andere Holzkohleprobe, werden wir dann versuchen, die älteste Phase dieses Gebäudes zu datieren. Und die einzelnen Schichten, die wir hier ausgraben, die werden in Feinarbeit herausgelöst und dann kommt das alles nochmal durchs Sieb. Wir wollen nämlich wirklich nichts übersehen und machen uns deswegen die zusätzliche Mühe, das zu sieben. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber wir haben uns entschlossen, das zu tun, um wirklich auch die ganzen Kleinstfunde zu finden und zu entdecken, die uns vielleicht etwas über die Funktion dieses Gebäudes sagen können. Wir haben eben hier diesen befestigten Höhensitz aus der Hallstattzeit. Wir sind jetzt im 2. Jahr und wir können auch, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass das, was wir hier ausgraben, auch tatsächlich hallstattzeitlich ist.
Wir sehen jetzt nicht unbedingt die Spuren einer klaren Art, einer Befestigung oder eines Walls per se. Wir sehen hier eine parallel zum Hang verlaufende Mauerstruktur und darunter eine ziemlich massive Planierschicht voll mit Siedlungskeramik. Also das, was wir jetzt sagen können, ist, dass wir es hier weniger wirklich mit einem Wall oder einer Befestigung zu tun haben, sondern mehr mit einem Hausbefund, dass wir hier den Rest eines Gebäudes haben. Dafür sprechen neben der Keramik auch die Lagen aus Lehm, die wir hier gefunden haben. Und ebenso auch da hinten bei den Steinen dieser Block mit den lehmigen Einschlüssen, die noch eine annähernd rechteckige Form haben, bei denen es sich vielleicht um mittlerweile verwaschene Lehmziegel handelt. Es kann auch gut möglich sein, dass sie einfach nur eine Häuserreihe an der Böschungskante errichtet haben, die vielleicht auf der Rückseite von außenstehenden Beobachtern vielleicht wie eine Befestigung oder wie ein Wall wirkte. Das ist gerade in der Hallstattzeit eigentlich sehr typisch, dass man eine Architektur hat, gerade bei den Höhensiedlungen, die vielleicht militärisch-fortifikatorisch nicht immer so Sinn ergibt, aber die vielleicht für repräsentative Zwecke einen gewissen Eindruck bei Außenstehenden erwecken konnte. Ja, also wir sehen hier jetzt aus 2 Jahren Grabungstätigkeit jetzt einmal unsere Highlights, die wir so an Fundmaterial haben. Als allererstes, weil wir ja neben dem Grubenhaus stehen, haben wir zum Beispiel so ein Eisenmesserchen gefunden, was typisch ist für die Zeit der Hallstattkultur, ebenso ein mit gekrümmter Klinge. Wir haben ja doch dann in einer Tiefe, ich sage mal von einem halben Meter quasi in die Grube hinein, dann diese bronzene Pinzette gefunden, die wir gut so ins 3., 4. Jahrhundert nach Christus datieren können, was uns zumindest andeutet, dass bis in die römische Kaiserzeit hinein dieses Grubenhaus noch oberflächlich sichtbar gewesen sein muss. Ebenfalls aus dem Grubenhaus kam zum Beispiel auch so eine Pintadera. Das sind kleine keramische Stempelchen, die man verwendet hat, um die Oberfläche auf der Haut mit Rötel zu bemalen. Ebenso auch viele verschiedene Spinnwirtel, so wie diesen, den wir in diesem Jahr gefunden haben. Teilweise auch sehr gut verzierte Spinnwirtel, die sind auch typisch für die Hallstattkultur. Auch Astragali-Knochen von Sprunggelenksknochen von einem Schaf. Die wurden in der gesamten Antike als Spielwürfel verwendet. Wir finden aber auch zum Beispiel solche Sachen wie Reste von Gussformen, was uns wiederum sagt, dass hier oben am Braunsberg auch eine gewisse Werkstatttätigkeit stattgefunden hat, in erster Linie zur Herstellung von Bronzeartefakten. Auch zum Beispiel sehr interessant ist dieser rundlich bearbeitete Spielstein. Aus diesem Jahr sind 2 wirklich für uns doch auch als außergewöhnliche Gegenstände hervorgekommen. Ich fange mal an mit diesen Geweihpickel. Wir sehen hier ganz gut zum einen natürlich diverse Hackspuren beim Sprossansatz, aber wir sehen auch hier diese Rillen, die eine gewisse Gleichmäßigkeit aufweisen, und wir vermuten, dass wir hier den Rest der Schäftung haben, wo man vielleicht dieses Geweih dann an ein Stück Holz so angelegt und dann mit Schnüren vielleicht zugebunden hat, und dann hat man am Ende eben einen schönen Geweihpickel. Die Interpretation als Geweihpickel rührt auch davon her, dass wir hier die Spitze sehen, die noch nachträglich zugespitzt und auch noch mal mit Hitze erhärtet wurde. Als großes Highlight haben wir hier dieses keramische Gefäß. Das ist auch beim Wall zum Vorschein gekommen, wirkt am ersten Blick recht unscheinbar, aber wir vermuten, dass wir es hierbei um ein sogenanntes Räuchergefäß bzw. Tymaterion haben. Eben ein kleines Gefäß, auf dem man dann zum Beispiel Weihrauch aufgelegt hat zum Beräuchern von diversen Kammern. Das Besondere an diesem Tymaterion ist, dass diese Gefäßform ausschließlich eigentlich im mediterranen Raum aufzufinden ist, wird dann später von den Etruskern und auch von den Apuliern dann übernommen. Ich bin gerade dabei, jetzt auch wirklich eine ausführliche Recherche zu machen, ob es vielleicht schon Gefäße von ähnlicher Form aus anderen Grabungen gibt, aber nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass wir hier das erste Tymaterion aus der Hallstattzeit gefunden haben.
Die Hallstattkultur in unserem Raum war eine sehr stark bäuerlich geprägte. Vor allem durch die Lage an der Donau waren sie sicher auch sehr stark vernetzt über diverse Handelswege. Aber das Leben an sich kann man sich im Grunde genommen wirklich vorstellen wie eine Gesellschaft, die eben in erster Linie von Ackerbau, Viehzucht gelebt hat, aber auch durch Handelsbeziehungen sicher auch ihre Fühler in alle Richtungen ausgestreckt hat. Die bäuerliche Kultur, natürlich war die da, aber es gab auch eine Herrschergesellschaft. Also wir haben hier durchaus eine starke Hierarchisierung, sehr starke Hierarchisierung. Was wir hier in dieser Zeit auf jeden Fall schon sehen, ist, dass sich Zentren herausbilden. Ich will jetzt nicht sagen urban, weil es ist nicht urban, aber vielleicht so proto-urbane Gesellschaften mit einer starken Hierarchisierung und einer Spezialisierung. Wir dürfen es uns vielleicht nicht ganz so grau vorstellen, wie wir das oft in den Medien vermittelt kriegen, sondern es war sicher auch ein buntes Leben mit viel Farben und Freude am Detail. Das heißt Verzierungen, Kleidung. Die Häuser waren sicher sehr schön. Wir sehen da hinten jetzt ein Erdloch. Klar, nach so vielen tausend Jahren ist das ein Erdloch, aber das waren schöne Häuser mit vielleicht, ich will jetzt nicht sagen bemalten Wänden, das wissen wir noch nicht, aber zumindest hergerichtet. Das war wohnhaft und gemütlich. Nichtsdestotrotz war es ein hartes Leben, weil Krankheiten waren ein riesiges Thema. Die Kindersterblichkeit war enorm hoch. Die Menschen generell haben, ich will jetzt mal sagen, erheblich kürzer gelebt als wir. Es war ein gefährliches Leben. Ich glaube, die Gesellschaft war trotzdem keine unglückliche als solches und das wäre sicher sehr interessant mal für uns, da reinzuschauen, wie das wirklich war. Das ist, glaube ich kann es mir in meiner Fantasie gar nicht vorstellen, wie hart das Leben damals gewesen sein musste. Aber sicher eine sehr, sehr spannende Zeit. Eine Woche später ist es jetzt so, dass wir gerade mal ein paar Zentimeter tiefer sind. Die Befunde waren nämlich überraschend vielseitig, sage ich jetzt mal. Und es hat sich jetzt der Rest eines Ofens gezeigt, den wir auch schon vermutet haben. Und daneben ein annähernd vollständiges Gefäß aus der späteren Hallstattzeit. Und das macht unseren Hausbefund gerade wirklich außergewöhnlich interessant. Beim weiteren Abtragen dieser Versturzschicht hat sich dann wirklich schön die Kuppel oder sagen wir so die Grundsubstanz, die aus Kalksteinen errichtete Grundsubstanz der Kuppel eines Kuppelofens gezeigt. Und in der Kuppel unten kommen jetzt auch gerade diese sogenannten Reflektorsteine, also eine Schicht von größeren Steinen, die die Hitze schön speichern sollen, raus. Und davor vielleicht so ein Vorbereich, wo die Asche beim Entnehmen der Asche aus dem Ofen, wo das dann in so einem Art Aschenbecher, sage ich jetzt einmal, liegen bleiben sollte, dass man das nicht im ganzen Haus hat. Also ein richtig schöner Befund und gleich daneben dieses außergewöhnliche, derzeit als Kegelhalsgefäß angesprochene Gefäß mit ganz wirklich sehr plastisch ausgeprägten Wülsten, die zwar für die Zeit und für die Fundstelle hier ganz, ganz üblich sind, aber in situ ist das wirklich was Besonderes. Und das neben dem Ofen gemeinsam mit noch zwei weiteren fast vollständigen Gefäßen, das ist wirklich etwas, das Freude bereitet sozusagen. Eine neue Erkenntnis, die wir durch die Grabung, durch die jetzigen gewonnen haben, ist, dass wir in der Chronologie vermutlich ein bisschen jünger sind als die Grabhügel selbst. Je mehr wir forschen, jetzt nicht nur am Braunsberg, sondern allgemein in der Hallstattforschung, zeigt sich, dass dieses Bild der Höhensiedlungen zu den umliegenden Gräbern, dass das wesentlich komplexer und vielschichtiger war, als wir anfangs gedacht haben. Und dass es da wirklich auch Unterschiede in der Chronologie gibt. Wann sind diese Höhensiedlungen errichtet worden im Vergleich zu den Gräbern? Und dass vielleicht die Errichtung dieser Höhensiedlungen mehrere Gründe hat, als einfach nur, dass da eben jetzt der Häuptling sitzt und gerne einen schönen Palast haben möchte. Nachdem es so ausschaut, als wäre die Siedlung oder zumindest die Befunde, die wir jetzt haben, nicht direkt im Zusammenhang mit der Phase der Großgrabhügel. Das heißt, wir haben bislang überhaupt kein einziges Stück der Keramik, das zur Zeit der Großgrabhügel passt. Da ist jetzt einerseits die Frage, was ist da passiert? Es gibt immer Phasen, die
ein bisschen kriegerischer sind, Phasen, die friedlicher sind. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen einen Wandel in der Gesellschaft erlebt, hin von der Zeit der Hügelgräberkultur hin zu dieser späteren Phase. Das ist auch was, mit dem wir uns eigentlich in Niederösterreich mehr beschäftigen sollten. Mit Amateuren zu arbeiten war natürlich für mich eine neue Erfahrung und in vielerlei Hinsicht habe ich da auch ein Neuland betreten. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass, auch wenn es jetzt nur Amateure unter Anführungszeichen sind, der Grabungsfortschritt deswegen eigentlich jetzt nicht wirklich eingehemmt wird. Man muss natürlich sie einschulen, das ist natürlich ganz wichtig, aber was sie halt mitbringen, ist so eine grundsätzliche Begeisterung für die Archäologie, die halt auch wirklich auch wieder dafür sorgt, dass es einem selbst, der schon viele Jahre gegraben hat, auch wieder eben auch wieder ein bisschen mehr motivierend halt auch einfach wirkt. Das sind Menschen, die aus unterschiedlichen Lebensbereichen kommen und jeder kann auch irgendwie seinen eigenen Teil dazu beitragen. Also ich finde es absolut großartig, mit Freiwilligen zu arbeiten, egal ob viel Erfahrung oder keine Erfahrung. Freiwillige, die uns helfen bei der Grabung, sind so engagiert und so bei der Sache dabei, dadurch, dass sie einfach dieses persönliche Interesse mitbringen, dass die Erfolge, sage ich jetzt mal, sich viel früher einstellen. Die lernen irrsinnig schnell, die wollen das machen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Die Leute, die haben richtig Spaß dran, die haben einen enormen Wissensdurst. Die wollen das alles in sich aufsaugen. Kollegen, die zu uns auf Besuch kommen, die sind oft wirklich begeistert, wie viel wir in relativ kurzer Zeit schaffen durch so ein Team, das eigentlich ausschließlich aus Freiwilligen besteht. Es ist ja nichts, was man nicht schneller lernen kann, das Ausgraben, sage ich jetzt mal. Archäologie ist für mich Nähe zu den Menschen, die früher einmal gelebt haben. Wenn man eine Tonscherbe ausgräbt und merkt, das war ein Küchengerät mit einer Verzierung oder mit einem schönen Rand, dann hat das jemand gemacht, der zwar schon sehr, sehr lange nicht mehr da ist. Und trotzdem ist es aber ein Abdruck von einem Mensch. Ich habe mir hier jetzt mal meinen Traum erfüllt, eine Woche mitzugraben. Und vor allem war mir wichtig, etwas Österreichisches auszugraben, Hallstatt auszugraben, weil ich das Gefühl habe, dass viel zu wenig gemacht wird, dass unsere eigene Geschichte ausgegraben wird. Und daher unterstütze ich jetzt hier dieses Forschungsprojekt. Ich finde es schön, wenn man sowas findet und denkt, wie war das? Und sich Geschichten ausdenken kann, wie es ausgesehen hat und wofür das vielleicht war. Und am nächsten Tag findet man das Neues und dann stimmt das gar nicht mehr, was da war. Ja, ich habe als Kind schon Mineralien gesammelt, de facto auch was Erdverbundenes. Ja, das war noch eine Position, die noch offen war, interessiert mich. Und durch eine Zufallsbekanntschaft hat meine Frau mitbekommen, dass es diese Möglichkeit hier gibt, bei dem Verein mitzuarbeiten. Ja, und dann war es die Idee, wie gesagt, für das Weihnachtsgeschenk. Geschichtsinteressiert war ich eigentlich immer schon. Ich bin seit 5 Jahren in Pension und habe mir als Hobby Archäologie ausgesucht, nachdem mir in einem Seminar geraten wurde, sich für die Pension etwas zu suchen, wo man ausgefüllt ist, also was man immer machen kann. Und Archäologie kannst hier machen mit dem Verein, du kannst Begehungen machen. Einer meiner frühesten Berufswünsche war, dass ich Archäologe werden wollte,
weil ich unbedingt Dinosaurier ausgraben wollte. Und es hat sich dann natürlich erst später herausgestellt, dass Archäologen natürlich gar keine Dinosaurier ausgraben, aber prinzipiell die Begeisterung für das Vergangene ist eigentlich immer bei mir erhalten geblieben. Und mehr aus der Spontanität heraus habe ich dann einfach beschlossen, ich studiere jetzt Archäologie. Nicht unbedingt, weil ich jetzt irgendwie gut verdienende Karriere machen wollte, sondern weil ich das machen wollte, was mich begeistert. Und immer wenn wir eine Antwort haben zu einer bestimmten Frage, kommen eigentlich auch wieder gleich 10 neue Fragen auf. Ich bin zwar an sich gebürtiger Wiener, aber wohne in Eggenburg, wo auch unser Verein zu Hause ist, also der Verein Erlebnisarchäologie, der Mitträger dieser Ausgrabung ist. Als Kind habe ich mich immer schon sehr für Burgen interessiert und altes Gemäuer hat mich einfach immer fasziniert. Über Umwege bin ich zur Archäologie gekommen. Der Hauptauslöser war eigentlich ein Buch von Erich von Däniken, das mir meine Mutter gegeben hat, die jetzt nicht unbedingt Archäologie begeistert war. Bin dann drauf gekommen beim Durchschauen des Vorlesungsverzeichnisses. Auf der Uni Wien gibt es eine Vorlesung zu Stonehenge. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Däniken, Stonehenge, naja, ist schon genommen, ist gekauft. In die Ur- und Frühgeschichte gegangen und so zum Archäologen geworden. Natürlich schnell erkannt, dass das mit dem Däniken nicht so ganz stimmen kann und dann sozusagen auf die richtige Bahn gerückt worden. Ich kann mir eigentlich ein Leben ohne Archäologie gar nicht vorstellen. Dann denken, was früher war, wie sich unsere Kultur entwickelt hat, wie sich unsere Gesellschaft vor allem entwickelt hat, das begeistert mich. Hier zum Ende unseres Beitrags ein wichtiger Hinweis. In Österreich ist es strengstens verboten, ohne Genehmigung zu graben, selbst wenn der Grundeigentümer oder die Grundeigentümerin zustimmt. Wer trotzdem graben möchte, folgt diesem Link. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Doku gefallen hat, abonniert den Kanal. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich ganz besonders. Bis zum nächsten Mal in der Welt unter der Oberfläche.